Es geht wieder los! Euer Lieblings-Urbex-Trio ist zurück auf Tour. Schnallt euch an und begleitet uns jetzt auf unserem zweitägigen Lost Place-Abenteuer. So Leute, wir sind jetzt am Treffpunkt angekommen. Jirka ist schon da. Mussten uns jetzt mal einen Parkplatz für Bärbel suchen. Und wir sind gerade schon an der ersten Location vorbeigefahren. Waren da ja, vor ein paar Wochen schon einmal. Da stand ein Fenster offen. Und das Fenster steht immer noch offen. Also das ist unfassbar. Und das Fenster ist einfach so offensichtlich offen, direkt an der Hauptstraße. Also es kann jeder sehen. Ja. Und es ist einfach, weiß ich nicht, sehr kurios. Sehr kurios. Bin gespannt, was das gleich wird. Ja, ich auch. So, es ist da. Da ist er. Man sieht ihn zwar nicht so gut, aber jetzt sieht man ihn. Hallo. 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 Bist du alleine? Ja, ich bin alleine gekommen. Hi. Die erste Location haben wir jetzt fertig. Anja packt gerade die Sachen ein. Jirka ist noch mal kurz ein paar Aufnahmen machen. Was für ein krasser Start der Tour, wirklich. Was für ein krasser Start der Tour. Und es fühlt sich wirklich an mit Jirka, als wenn man irgendwie erst letzte Woche auf Tour war. Wirklich richtig, richtig geil. Der Tag ist noch jung, würde ich sagen. Und mal gucken, was heute noch alles so passiert. Ui. Man reiche ihr das Zepter. Das Zepter, Dankeschön. Gib jetzt her. Was sagst du dazu? Zu dem heutigen Tag bislang? Sehr, sehr ereignisreich, also sehr turbulent. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich schon seit einer Stunde hier raus, aber ja, manchmal kommt es einfach anders, aber es war echt super, ehrlich. Super nette Leute kennengelernt und das macht das Hobby einfach auch. Das macht das Hobby einfach so besonders, ne? Also man lernt ja nicht immer nur negative Menschen kennen, die einen nichts Gutes wollen, sondern auch hauptsächlich eigentlich nette Leute, ne? Mit denen man dann vielleicht auch nachhinein noch in Kontakt steht. Ne? Das stimmt. Das ist schon echt schön. Jetzt haben wir hier gerade noch ein Lost Place entdeckt, Leute, und hier ist einfach die Tür offen. Er rennt einfach rein, der ist so dreist, ne? Was steht drauf? Notschlüssel für die Wohnung, Mieteigentümer und der... Ach nein, da steht auch der Schlüssel ist oder was? Wirklich, jetzt hier? Ach Gott. Hab Telefonnummer, glaube ich, ne? Ist hier noch ein Notschlüssel versteckt? Nee, Notschlüssel. Hier wohnt keiner. Also, ich will trotzdem Vorsicht, wer schläft da gerade? Das sieht hier so ein bisschen noch bewohnt aus hier. Das riecht hier noch Mittagessen, Leute. Guckt euch das mal an. Ja? Das riecht voll nach Mittagessen. Als wenn hier gerade einer so richtig Mittagessen kocht. Ich denke mal. Ist da einer? Na, guck doch mal, wie sieht das aus? Da wohnt noch jemand. Schade. Ja, es riecht auch so sehr leckerem Mittagessen. Das kann ich euch wohl verraten. Unangenehm. Ey, aber hier vor uns ist das Haus auch komplett verlassen. Naja, vielleicht kocht da auch noch irgendeiner Mittagessen gerade drin. Keine Ahnung. Das zweite Video des Tages ist im Kasten. Das wird auch dann vermutlich das letzte Video werden. Die Sonne ist schon am Untergehen. Es wird dunkel. Aber was wir hier besucht haben, war wieder super interessant, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt noch lecker was essen. Ja. Das ist doch viel besser. Ja, das stimmt. Wir haben uns gerade hier eins der Dörfer angeguckt, die eigentlich wegen dem Braunkohleabbau weichen sollten. Der Ort darf aber jetzt doch bleiben. Wir haben in der Vergangenheit uns ja schon das ein oder andere Dorf in dem Zusammenhang angeguckt. Für Jirka war es gerade eine Premiere, auch eine emotionale Premiere, das Ganze so zu sehen und ja, einfach mal halt wirklich hier zu sein und das so zu erleben. Ne? Das ist immer eine Sache, in dem Video das so zu sehen, aber dann vor Ort das Ganze so wirklich wahrzunehmen, das überwältigt doch ganz schön ein. Ich habe noch nicht so richtig Hunger, aber wir fahren ja noch zum Aussichtspunkt, ne? Leute, er sagt, ne, er hat nicht wirklich viel Hunger. Jetzt erzähle ich euch mal was. Wir haben uns ja getroffen um 11 Uhr. 11 Uhr haben wir uns getroffen. Da hat er ganz viele Brötchen gemampft. So, wie so ein Hamster da im Auto. Ich habe ihn beobachtet, ne? Er fuhr ja hinter uns. Und dass er jetzt keinen Hunger hat, ne? Mein Bauch knurrt und du so, ich habe noch keinen Hunger. Wir müssen da was richtig stellen. Jetzt kommt's. Das waren Waffeln. Waffeln. Kennt ihr die Eierwaffeln? Oh ja. Brötchen. Aber Brötchen hätte ich auch essen können. Was denn?
Ja, eigentlich hätte ich auch gern eine gehabt, aber ich habe keine bekommen. Das holen wir jetzt nach. Wartet kurz. Anja möchte auch eine Waffel. Anja hat schon einen an der Waffel. Guck mal jetzt, weil die Kamera läuft. Nein, er hat mir die nur so gegeben. Ich esse keine Waffeln mehr. Würde ich doch nie essen. Ich hab gesagt, wir gehen jetzt essen. Wir gehen dann noch zum Aussichtspunkt und dann gehen wir essen. Wir gehen nirgends wohin. Ich wollte noch mal fahren. Ja, ich wollte auch keine Waffel haben. Das ist ja traurig. Toll. Hast du toll hinbekommen. Du, ich will nichts sagen, ne? Aber er hat mir jetzt die Waffeln angeboten wegen der Kamera. So. Und gerade die ganze Zeit sitzt er hinten im Auto und Dreh über dein Mikrofon. ich gebe jetzt mal ein Mikrofon. Du kommst jetzt mit Waffeln. Jetzt darf ich keine Waffeln mehr essen, weil wir nachher essen gehen. Ja, wir fahren doch noch zum Aussichtspunkt, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Ich habe aber auch noch nicht so richtig Hunger, weil ich habe ja vorhin Jirka, willst du mich verarschen? Vorhin nach der Lost Place Erkundung. Jirka, oh, ich habe jetzt ganz schön Hunger. Kannst du dich daran erinnern? Und dann habe ich ja gegessen. Hört ihr mir zu? Warum hast du denn die Waffeln gegessen? Warum hast du denn eine ganze Tüte Waffeln gegessen? Ob man jetzt keinen Hunger mehr hat, ist ja wohl klar. Wir sind jetzt beim Aussichtspunkt angekommen. Das hier ist das Tagebaugebiet Garzweiler. Anja und ich waren ja letztens in Mannheim und da ist das Abbaugebiet Hambach. Da ist das Dorf, was wir uns gerade angeschaut hatten. Also genau dort hinten an dieser Abbruchkante befindet sich kein Berg. Da hinten sieht man, glaube ich, auch noch ein bisschen die Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera nachher auch sehen werdet, weil das Ganze natürlich, die Insta ist sehr, sehr weitwinklig und die Beleuchtung ist auch nicht mehr als die optimale. Ja, aber hier sieht man auf jeden Fall halt, dass da unten noch gearbeitet wird. So, Jirka macht gerade noch mal eben kurz jemanden klar. Da steht gerade ein Auto, die hat einen Instagram-Account und er so, ja, genau. Die sieht gut aus. Sieht richtig hübsch aus, aber die ist zu jung. Ich bin 48 und die scheint 22, 23 zu sein. Ich will jetzt mal gucken. Den Instagram-Namen können wir jetzt nicht nennen, ne? Das wäre... Du erfüllst gerade richtig das Klischee, je Oller, desto doller. Also Jirka. Ich bin über 2 Jahre Single. Da darf ich doch mal gucken, ob für mich was dabei wäre. Muss ich jetzt mal checken, ob sie meinem Hobby nachgeht. Was heißt denn das? BCH? BCH, ja. Siehst du, kann der alte Mann nicht mal die Schrift lesen? Das ist auch wieder sehr geil. Unangenehm. Da ist sie. Und? Warte mal. Und? Kannst nicht sehen. 3 Beiträge. Auf privat. Ja. Geh doch mal auf Beitrag, also so Folgen. Geh mal auf Folgen. Soll ich mal anrufen? Geht ja nicht, ne? Kannst du mal rauskommen? Hallo, ich stehe hier gerade neben deinem Auto. Wie alt bist denn du? 16. Oh. Ich wollte dich eigentlich gerade ursprünglich mal fragen, was sagst du denn jetzt hier dazu, so zu dem Ganzen? Also ich finde es sehr beeindruckend, weil ich als Nordlicht, habe ich gerade auch zu meinen Zuschauern gesagt, ich habe sowas ja noch nie gesehen. Ne? Mhm. Das Dorf habe ich mir nicht so spektakulär vorgestellt, aber die Kulisse und Atmosphäre ist geil da. Ja. Und jetzt das hier zu sehen, das sind ja mehrere Kilometer. Ja. Ich kann das gar nicht beurteilen, wie groß es ist. Ja. Und das hier auch noch wirklich, nicht viel, aber ein bisschen gearbeitet wird. Ne? Ja. Und was passiert denn eigentlich mit dem Abbaugebiet? Das wird ein See. So groß? Ja. Da wird nicht wieder aufgefüllt? Nein. Die bereiten das jetzt irgendwie so vor, dass sie das irgendwie mit Sand alles quasi so einen guten Boden vorbereiten für den See, hatte ich gelesen gehabt. Ja. Also zumindest bei dem anderen Abbaugebiet, wo wir waren. Aber ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und dann irgendwann bald wird es soweit sein, wenn der Braunkohleabbau vorbei ist, dass dann halt das Wasser aus dem Rhein hier eingeleitet wird. Also die bauen extra so eine Trasse mit Rohren und dann kommt dann das Wasser aus dem Rhein und dann wird das hier nach und nach geflutet. Ja. Hier kannst du mit Booten fahren später drauf, so Ja, groß ist. Ich das weiß wird nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, Jirka, leider. Wir werden es nicht mehr erleben? Ne. Ne, ich lebe gesund. Ja, aber ich glaube, es dauert. Ich lebe seit 10 Jahren gesund. Ich werde es auch nicht mehr erleben. Wo wir letztens nämlich in Mannheim waren, ne? Da hatte ich dann nachher das Ganze so zusammengeschnitten gehabt und die Kirche bleibt ja als einziges dann nachher so stehen. Und dann hatte ich dann gelesen gehabt, in so und so vielen Jahrzehnten kann man dann da halt einen Kaffee trinken gehen, bla bla bla. Und dann habe ich so gedacht, oh, da müssen wir unbedingt mal hin und Kaffee trinken. Ne? Und dann habe ich so gedacht, oh scheiße, ich glaube, da leben wir schon gar nicht mehr. Das ist richtig heftig. Wenn man einfach überlegt, jetzt sagen wir, hey, hier kannst du später richtig geil segeln vielleicht. Du hast ja auch so eine Segelyacht und so. Das sind deine Zuschauer, oder?
Ich habe ja natürlich. Ja, der hat so eine, das wolltest du jetzt nicht sagen. Ach so, scheiße. Ja, egal. Auf jeden Fall könntest du halt auch mit einem Schlauchboot, wir haben ja nur ein Schlauchboot, Anja und ich. Das stimmt. Die haben wirklich nur ein Schlauchboot. Das war sehr beeindruckend für mich. Das freut mich. Wir werden jetzt auf jeden Fall los. Anja sitzt noch im Auto, die ist am Frösteln und wir haben Hunger. Anja hat schon was rausgesucht, also komm Jirka. Der Uso wartet auf uns. Komm, hopp, hopp. Wir trinken Uso. Was trinkst du so? Ich präsentiere euch unser Lecker-Schmecker-Essen. Ich habe Gyros genommen mit Metaxa. Dazu noch ein bisschen Knoblauch, weil die beiden nämlich auch... Das ist Tzatziki. Ja, Tzatziki natürlich. Die beiden haben nämlich auch Tzatziki genommen und nachher stinkt das hier so. Sieht gut aus, ne? Sieht richtig gut aus, ne? Ah, so Leute, super lecker gegessen. Sagt von klein. Also, Uso ist ganz schön. Nein, Spaß beiseite. Große Karaffe Uso hat er getrunken auf Ex. Ihr habt beide gerade Themen, ey, also unangenehm. Uso knallt Wir reden gerade. gerade von Pinseln. Von Pinseln, naja. Und vorhin hat Jirka irgendwas zwischen den Beinen hängen gehabt, was irgendwie bis zum Boden ging. Wieso hat und der es war gehabt? nicht, Ich habe immer noch was zwischen den Beinen. und es ist nicht sein Knie gewesen. Wie er gesagt. Er hat es noch nicht aufgerollt, also ist immer noch da. Oh, Leute, wir haben jetzt lecker gegessen. Es war echt sehr gut. Wir laufen jetzt zurück zum Auto und dann werden wir nach Hause fahren. Müssen wir noch ein bisschen fahren. Und dann sehen wir Jirka morgen wieder. Und dann geht das Video an der Stelle weiter. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir sitzen wieder im Auto, diesmal bei Jirka im Wagen. Ja, Premiere. Anja sitzt hier hinten. Moin. Jirka hat uns gerade vom Wohnmobilstellplatz abgeholt und wir befinden uns schon in Belgien. So, wir sind angekommen. Müssen wir jetzt abchecken, weil irgendwie laufen da Leute rum und ist ein Shoppingcenter. Mal gucken, ob es was wird. Sehr kurios. Hinter uns ist auf jeden Fall der Teil noch in Betrieb und hier geradeaus ist der Teil, der verlassen ist. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da weiterkommen. Da hängt auf jeden Fall ein Zettel. Das ist ja. Vielleicht ziehst du mal hoch in den Stiel. Oh, das könnt ihr auf jeden Fall mehr sehen als wir. Aber man sieht, hier Kamera überwacht, Zutritt verboten. Jetzt kann die Kamera. Sieht richtig geil aus. Oh, krass. Das ist echt krass. Das ist schon cool. Mach ich mal nie an. Also der Bereich auf jeden Fall hier, wo wir jetzt sind, ist schon teilweise verlassen. Und dahinter ist halt der richtige Bereich, der komplett verlassen ist. So, oben, wie gesagt, wird noch genutzt. Und es wäre natürlich super geil, wenn wir es irgendwie schaffen würden, da hinten reinzukommen in den Bereich. Oh. Ich kann das gerade nicht einordnen. Wir fahren nach oben. Hier ist so ein uralter Aufzug, Leute. Der sieht richtig gut aus. Wir fahren gar nicht irgendwo hin. Wir sind unten, sag ich dir. Ja, wenn du mal überlegst, wie groß dieses Einkaufscenter ist, ne? Es ist echt riesengroß. Ja, wir müssen Also hier oben vom Parkdeck ist auf jeden Fall nichts offen, dass wir irgendwie weiterkommen. Wir mal gucken, dass wir auch runtergehen und mal versuchen, ob wir vielleicht von draußen irgendwo eine offene Tür oder so finden. Naja, vielleicht muss man auch einfach hier so hochklettern, dann da so weiter hochklettern, um oben aufs Dach zu kommen und dann ist da oben irgendwo ein Eingang. Ich weiß auch nicht, ob die extra pflanzen. Ja, ich weiß nicht, wie das so penetrant sein kann, diese Dinger, ne? Aua.
Killer eines jeden Airbags. Sabrina, wir haben den Weg dann mal freigemacht. Danke. Ich habe den Haupteingang hier auch gefunden, aber da ist auch nichts. So, pass auf, weiter runter. Jetzt. Ja, da kommen wir hoch. Komisch irgendwie. Voll ein Scheißweg hier. Vor allem weiß man ja halt auch gar nicht, ob es so offen ist, ne? Ja. Wenn man das wüsste, dann wird man sich dafür auf sich nehmen. Die beiden kämpfen sich jetzt gerade mal so da durchs Gestrüpp und gucken mal, ob da hinten überhaupt ein Eingang ist. Und ich warte einfach erstmal jetzt ab und guck mal, ob sich das überhaupt lohnt. Man sieht auf jeden Fall einen Trampelweg, der aber auch schon sehr zugewachsen ist. Also da sind auch andere lang gelaufen, das sieht man, aber es ist halt zugewachsen. Komm, sag mal, das macht richtig Bock mit uns, so, ne? Kein Bock? Ich sagte, das macht so richtig Bock mit uns, oder? Das richtig Bock mit, aber es macht Spaß. Schade. Kein Erfolg gehabt. Wir haben natürlich nicht alles abchecken können, weil wir da nicht hinkommen. Gehört auch dazu, ne? Ja. Der einzige Weg wäre oben das Dach von der anderen Seite für die Bahn. Ja, irgendwie so klettern an der Fassade entlang. Wäre ja nicht mehr so schlimm. Wäre ja nur so ein Stückchen. Aufs Parkdeck halt. Naja, dann mal wieder zurück durch die ganzen Dornen. Ich finde es gut, wie wir als Team zusammenhalten, dass wir mal alles zusammen machen. Ja. Wow. Einer geht vor, Jirka. Jirka, Und einer muss die Stellung halten. weißt du noch dein Kosename bei der letzten Tour? Ist aber komisch. Wie war dein Kosename bei der letzten Tour, Jirka? Die war? Dein Kosename? Ja, weiß ich nicht. Ich komme jetzt nicht drauf. Bumsbirne. Ach ja, Bumsbirne. Und die Bumsbirne muss vorgehen und den Weg freiräumen. Hat sie auch gemacht. Genau, hat sie auch gemacht. Jeder Leute, so geht das. Jirka ist ein Gentleman. Ich habe keinen Bock mehr auf Dorn heute. Ich glaube, das werden nicht die letzten Dornen heute sein. Mach ich das jetzt. Bleib ich im Auto. Dann bleib ich im Auto. Das war jetzt leider nichts, aber wir gönnen uns jetzt trotzdem mal eine kleine Auszeit und müssen erstmal was trinken, weil ich habe echt richtig Durst. Jirka, du auch? Gerne, gerne. Deswegen gönnen wir uns jetzt erstmal Holy. Ich würde sagen Energy. Wir will auch ein bisschen durch den Tag kommen, ne? Definitiv. Es gibt nämlich neue Sorten von Holy und zwar einmal diese hier und einmal den Eistee. Also einmal Energy, einmal Eistee. Den haben wir schon probiert. Super lecker, schmeckt richtig geil. Und das wird jetzt eine Premiere werden. Genau, den werden wir uns jetzt mal jetzt Da war ich reinziehen. auch die ganze Zeit schon gespannt drauf, aber leider haben wir es erst abends ausgepackt und hatten damit keine Möglichkeit, das nochmal zu probieren. Energy am Abend, ihr wisst ja Bescheid, ne? Aber jetzt können wir auf jeden Fall alle sehr gut ein Energy vertragen. Ich habe da schon einen halben Liter Wasser reingemacht. Das sieht mehr aus als ein halber Liter, aber okay. Ach, jetzt sind wir wieder in unserer ewigen Diskussion, dass du immer gerne weniger hättest. Ist das so genehm? Ja, einen schönen Scoop. Hinein damit. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Bisschen Energy für die Tour. So, jetzt Stunde der Wahrheit. Tasty. Wie schmeckt die neue Holy Energy Sorte? Boah, intensiv. Ja? Echt intensiv. Gut, dass wir nicht noch weniger Wasser reingemacht haben. Ich sag's ja immer wieder, ne? Es gibt Sorten, da brauchst du weniger Wasser. Es gibt Sorten, da brauchst du mehr Wasser. Dein Empfinden nach. Ich finde, man muss immer einen halben Liter Wasser machen bei allem. Jetzt kommt die Tasterin. Jetzt kommt die Testerin. Halben Liter, Leute. Immer einen halben Liter nehmen. Es ist einfach geil. Ja, Leute, wenn ihr auch Holy mal ausprobieren wollt, dann nutzt doch einfach als Neukunde unseren Code LOST5, um 5 € auf eure Bestellung zu sparen. Testet am besten das Starter-Set Deluxe. Da ist nämlich alles dabei. Energy, Iced Tea und Hydration Drinks. Das Komplettpaket inklusive einem Shaker. Und das würde ich am besten an eurer Stelle einfach mal ausprobieren, wenn ihr Neukunde seid. Und wenn ihr schon mal bei Holy bestellt habt, dann nutzt unseren Code LOST. Und da spart ihr dauerhaft immer 10% auf eure gesamte Bestellung bei Holy. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall
den Shaker mit nach vorne, hauen dem Jirka noch was in Wollte ich gerade seine... sagen, Jirka kriegt euch auch noch einen Energy. Genau. Oder Eistee, lieber Jirka? Energy. Energy. Er möchte auch Energy tasten. Genau. Und dann geht die Fahrt weiter. So, weiter geht die Tour. Los geht's jetzt, wir fahren los. Jurka lenkt, wir geben Gas. Belgien, Frankreich, neue Ziele. Lost Place Tour, das wird genial. Lost Place Tour, wir sind da. 2 Tage Action, wunderbar. Lost Place Tour, komm doch mit. Abenteuer, Schritt für Schritt. So, Anja räumt jetzt gerade unsere Sachen weg. Jirka ist schon auf dem Sprung. Und was sagst du? War geil. Ja, ne? Bisschen zu spät sind wir gekommen, aber war trotzdem viel zu sehen. Sehr, sehr geile Location. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier auch wieder rauskommen, ungesehen. Das Aber wird ja, nochmal schwierig. Das wird nochmal richtig schwierig. alles schön ordentlich wegräumen. Jetzt holen wir hinter nichts wieder. Video ist auf jeden Fall im Kasten. Richtig geil. Ne? Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr große Location. Und wirklich richtig schön natürlicher Verfall. Reich mir die Hand. Okay, glaub ich. Geile Location, echt geil. Super geiles Haus. Mal gucken, ob ich noch ein paar Außenaufnahmen noch mache. Hier von der Seite. Hier ist auch ein Trampelweg. Vielleicht können wir auch hier einfach easy peasy wieder raus. Wobei da hinten einfach ein Tor offen stand. Oh, hier ist auch ein Trampelweg. Ich weiß nicht, ob da noch ein Objekt ist. Noch ein Lost Place, ne? Das wäre geil. Hier sieht es auf jeden Fall auch ein bisschen verlassen aus, Leute, ne? Oder gehört das noch zu dem Grundstück? Ja, sehr Ja, genau. aber der Haupteingang. Guck mal, hier ist der Briefkasten. Ja, stimmt. Stimmt. Hier. Das war die Zufahrt. Wahnsinn. Guck ich mal an, wie zugewachsen das ist. Ach Gott, hier ist noch ein Haus. Nein, das ist hier dort. Ich sagte, meine Fresse sind hier Dorn. Wo sind wir denn jetzt hier? Guck mal, hier ist ein Kanu. Ja, jetzt können wir mal kurz auf dem Wasserschiff fahren. Was meint ihr? Ach krass, ne? 2 sogar. So ein Trimmdich-Fahrrad, ne? Oder was ist das? Das ist ein normales Fahrrad. Ah, nee, gar nicht. Das Das ist ein Trimmdich. Trimmdich, hast du recht. Eine Trimmdich-Edition. Hier war 2 offenbar, Kajaks. so ein Abstellschuppen oder so, ne? 3 Kajaks. Ey Leute, wir sind gerettet. Da hinten ist eins. Da unten. Und da links daneben steht auch noch eins. Voll nicht eins. Geil. Das ganze Dach ist komplett hinüber, ey. Was meinst du, Jirka? Kanutour, ne? Ja. Ja, ne? Aber bei der Strömung? Ja, Bei der Strömung? da müssen wir Naja, da fahren. brauchen wir jetzt kein Paddel, oder? Ihr seid mutig. So, Thumbnail-Bilder sind gemacht. Natürlich von der Seite vom Hinterhof, damit man die Location von vorne nicht erkennen kann. Boah, jetzt geht es wieder durch diesen Dschungel zurück. Oh, hier. Drückt da einmal gegen die Wand und das kracht alles ein. Ey. Die geht noch. Ach du Schande. Da oben ist eine Glocke und da ist noch so ein... Als Wind. Macht sie so Ding. Und du bist da drin. Ja. Stell dir das vor, wie unheimlich. Aber waren wir hier drin? Ja, das war der eingestürzte Bereich. Ja, stimmt.
Der so richtig komplett decay ist. Richtig schönes Anwesen. Ja. Nö, Das war. das gehörte irgendwie zeitlich so nicht hin. Ich habe erst gedacht, er lädt aus, als ich da um die Ecke gekommen bin. Ja. Okay. Ich guck so da durch. Ich sehe ein voll neues Auto. Ja. Das glänzt ja sogar noch. Also hier steht jetzt ein Auto, das filmen wir aber jetzt nicht. Weil das wurde irgendwie nachträglich abgestellt. Das gehört nicht wirklich ursprünglich laut unserer Vermutung zum Haus. Jetzt müssen wir aufpassen mit den Nachbarn. Direkt hier vorne. Hand in Hand mit einem Blumenstrauß. Aua, also gut. Nee, du bist irgendwie nicht so ein Gentleman. Dinge, die Jirka übrigens so im Auto hat. Hat leider schon ein bisschen gelitten, wenn man unterwegs auf Tour ist und man möchte in ein Lost Place rein. Und ein kleines Gastgebergeschenk, ne? Zum Verpacken ist immer wichtig, müsst ihr mithaben. Ganz wichtig, ein kleiner Tipp vom Profi für die Anfänger, klingt jetzt doof, ne? Für die, die es auch machen möchten. Immer rosa ist wichtig, da stehen die in Afrika drauf. Und jetzt mach das bitte mal so, wie du es gerade gemacht hast. So. Okay, jetzt mache ich mal richtig so. So, hat er auch die Farbe hier so ein bisschen, ne? So hat er gemacht hier. Jetzt machen wir schon hier den, oh Gott, nein. Eine Stunde? Schuhe aus. Schuhe aus. Jirka hat mehrere Schuhe bei der Lost Place Tour. Es ist ja fantastisch. Ich habe, man schaue, Urbex-Schuhe. Ja. Mit denen kann man übers Wasser laufen. Jetzt gibt es gleich wieder Hate von so manchen Leuten. Ja, wer denn? Wieso hat man mehrere Paar Schuhe mit? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Passt auf, komme ich jetzt nicht ran. Ich habe sogar einen Wechselschlüppi mit. Oh. Ja. Aha. Falls ihr mal vor Angst. Er ist schon wieder am Essen. Ja, die Leute sagen ja immer, ich zähle von euren Locations, ne? Ja. Das stimmt. Natürlich. Doch, das stimmt. Können wir so stehen lassen. Ja. Ja? Hast du Kommentare bekommen? Ja. Echt jetzt? Ja. Du hast Kommentare bekommen, dass du quasi... Ja. Oh Mann, ey. Kümmert euch doch mal um eure eigenen Sachen. Habt ihr genug zu tun. Hä? Was wir unter uns machen, ist unsere Sache. Du musst einfach drehen, das ist falsch. Jetzt ist er schon wieder ganz verwirrt. Wieso macht er das? Achso, habe ich auf lautlos. Ja. Entschuldigung. Noch eine Einmal Stunde. Einmal wieder zurück. Oh, Alter. Aber wir haben schönes Wetter heute, schon erwähnt? Ja. Geil. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. I like it unprepared. Whatever comes our way, we'll stay there for the day. So dream, dream away. So, wir werden jetzt in 12 Minuten am Lost Place ankommen. Das ist ein verlassenes Krankenhaus. Anja und ich waren da schon mal gewesen. Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Sowohl als auch, glaube ich. Ja. Mal gucken. Es soll jetzt angeblich offen sein. Vielleicht haben wir Glück und finden einen Weg rein. Wäre auf jeden Fall mega cool. Die Sonne geht leider Gottes langsam unter. Ich denke, wir werden noch ungefähr eine Stunde Licht haben. Aber natürlich im Gebäude wird es logischerweise schon dunkel sein. Also Taschenlampe auf jeden Fall Pflicht bei der Erkundung. Was natürlich auch ein bisschen das Ganze risikoreicher macht.
Wir waren ja schon mal hier, haben schon mal geguckt, aber wir sind immer von einer ganz anderen Richtung gekommen, also eine ganz andere Seite. Er ist komplett sprachlos. Wir kommen jetzt, glaube ich, gleich auf die Hauptstraße und dann kannst du direkt davor erstmal parken. Fahren wir jetzt hier links. Ja, sag mir mal, oder? Und dann können wir erstmal davor parken. Da ist nämlich Parkplatz, Bushaltestelle, alles Mögliche. Genau, jetzt kommt der Teil, der verlassen ist. Riesengroß, Leute. Wir hätten vorher essen sollen. Ja, denke ich mir auch gerade. Alter. Wenn wir reinkommen. Ist jetzt ne? die Frage, Wenn. wird eh dunkel? Ich weiß nicht. Doch, Rainer. Gehen wir mal gucken. Ja, easy peasy. Wieso, Leute, das Essen ist kredenzt und ja, ich würde sagen, Sabrina hat wieder so richtig schön belgisch gekocht. Ja, Hast du klar. gut gemacht, sieht gut aus. Ich weiß. Wir fangen schon mal an. Wir fangen schon mal an. Jeka ist noch auf dem stillen Örtchen und wir hauen jetzt rein, ne? Und danach geht's Gestärkt weiter. in den Lost Place. Ja. Übrigens, da kamen gerade welche raus. Haben wir gerade gesehen gehabt. Also, Ja. es wird spannend gleich. So, Schüchen gewechselt. Hier auch nochmal Schüchen gewechselt. Kampfstiefel müssen wir jetzt anziehen, weil jetzt geht's in den Kampf in eine gruselige Location. Also Wirklich. sehr gruselig. Ich Boah. denke, das ist echt sehr horrormäßig. Und leider haben wir unsere andere Sony-Kamera nicht dabei für die Das ist schade, Nachtaufnahme. ja. es Das ist- wäre wir hatten sie eingepackt. Ich habe zu Anja gesagt, nee, nehmen wir lieber nicht mit. Höre doch mal auf Anja. Einmal im Leben, bitte. ja. Du warst ja auch nicht sicher, ja, Ja, genau. hinter wird sie geklaut und schiebt man da. Genau. Gerade hier in Belgien, ne? So, wie man sieht, stehen wir wieder am Fahrzeug. Gott sei Dank. Leute, ey. Das sei Dank. Oh, wird das ist so schlimm. ein Video. Also, wir werden jetzt zurückfahren zum Wohnmobilstellplatz. Schrägstrich, Jeka fährt zurück zu seinem Hotel. Und Das war doch anders abgesprochen. Warum sagst du jetzt, wo die Kamera an ist? Das denn? Hä? Jeka, das war ein Geheimnis von uns. Ach so. Okay, Ja. ich fahre ins Hotel. genau, er fährt ins Hotel. Ja, wir haben jetzt 20 Uhr. Ich glaube, wir werden auch noch 2 Stunden nach Hause, sage ich jetzt schon mal, fahren. Also sprich zurück nach Aachen für uns. Oh, war echt schon cool. Echt ein richtig cooler Tag, oder? Ja, schöne Location. Die Zeit, das hat Spaß gemacht. Abwechslungsreich auch, ne? Sehr Wenn du überlegst, die erste Location, Ja. Ja. die Location und die wir uns zuerst noch angeguckt haben zum Erkunden. Das stimmt. Ja, 3 komplett unterschiedliche Lost Places, ne? So, wir sind angekommen auf unserem Wohnmobilstellplatz. Neben mir die Schattengestalt Jirka, der Erste. Es kommt Prinzessin Anja, die Zweite. Servus, grüß Gott. Jirka muss noch sehr gut Auto fahren und der gute Herr ist jetzt sehr erschöpft von dem heutigen Tag. Wir sind aber auch ziemlich erschöpft von dem heutigen Tag. Und dementsprechend hat Jirka gerade mitgeteilt, dass er morgen lieber schon mal die erste Etappe fahren möchte, dann ins Hotel gehen möchte, um dann den Folgetag nochmal den Rest zu fahren. Ja, statt jetzt an einem Tag die komplette Strecke durchzuziehen. 9,5 Stunden. Genau, ich denke, das kann man halt verstehen. Er ist halt ganz alleine und er muss ganz alleine Auto fahren. Und schon eine Woche unterwegs. Ja, und er ist halt nicht mehr 20, ne? Ja, und ich bin genau, das ist das Hauptargument. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht, private Sachen, für mich geht's heute nach Hause. Weil viele immer fragen, oh, wo findet ihr die ganzen tollen Locations? Und wenn ich zu Hause bin, bin ich insgesamt 4000 Kilometer gefahren. Und das größte Objekt und auch heftig, Freunde, heftig, gestern, was ich jemals erkundet habe. Jetzt kommen wir aber mal zu Anja und Sabrina. So, liebe Anja und liebe Sabrina, das muss mal öffentlich gesagt werden. Und für alle, die es nicht hören wollen und uns nicht leiden können, die schalten jetzt ab. Gucken aber trotzdem weiter. Das ist immer sehr geil. Ich muss mich mal bedanken bei euch. Zwischen den ganzen vielen falschen Leuten hier in der Urbex YouTube-Szene habe ich Menschen gefunden, die ehrlich sind, die nicht darauf bedacht sind, mit so vielen Urbexen unterwegs zu sein wie möglich, um Reichweite zu generieren.
mit denen ich viel lachen kann, mit denen es Spaß macht, die mir, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, also muss ich ganz ehrlich sagen, mir sehr, 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 sehr schöne und coole und auch so mit die besten Locations, ja, das habe ich euch zu verdanken. Ich weiß nicht. Wir haben uns nicht gesucht, aber haben uns gefunden. Ich bin so und so nicht so ein YouTube-Hopper. Hab's mal probiert, ist nicht so meins. Ich möchte mit der Bubble gar nichts zu tun haben. Es geht noch weiter. Kurz gesagt, es gibt viele, es ist auch legal, ist auch legitim, sollen es auch machen, die von YouTube-Kanal zu YouTube-Kanal springen, ich habe eine Nachricht reingekriegt, da wurde ich jetzt abgelenkt, Reichweite, Klicks zu generieren, was ich nicht verwerflich finde, aber es gibt dort draußen selbst erfahren Menschen, die mit dir Kontakt aufnehmen, man versteht sich super, dann gibt's ein Thema, ein Aufreger über irgendjemanden, Mensch, der erzählt gerade das über mich und das über mich und das über mich und das auch noch öffentlich, dann unterhält man sich darüber und eine Woche später siehst du die beiden zusammenhängen in der Instagram-Story, deswegen, ich gucke auch so wenig wie möglich Instagram noch, deswegen habe ich auch 0 Follower hier auf diesem Kanal, könnt ihr ja mal gucken. Mache ich an, ich sehe nichts, ich will mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben, sage ich ja ganz ehrlich, ne? Ich halte ja nicht mehr meinen Mund. Und unternehmen dann auch noch was, machen eine Tour zusammen und so. Und das sind für mich falsche Leute einfach. Melden sich bei mir auch nicht mehr und gar nichts. Deswegen, es gibt noch ein paar andere Leute da draußen, Jeff und so weiter, Paddy, Anja, Sabrina, Dankeschön. Ergänzend dazu muss man ja noch sagen, wir wollten ja zusammen auf Tour die Tage. Hat ja bei mir leider nicht geklappt, weil ich kein Wohnmobil bekommen habe. So, dann haben wir beschlossen, okay, passt auf, jeder macht so sein Ding, weil bei mir war es geplant, weil Anja und Sabrina war es geplant. Ich düse los. Das ist auch so goldig, ne? Da kam eine Nachricht rein, Jirka, wir haben unsere Tour verschoben, wo steckst du? Wir wollen dazu stoßen für ein paar Tage. Dann und dann können wir. Passt das? Ja, geil, ne? Habe ich gedacht, habe mich riesig gefreut und sie haben ja keinen Nutzen davon, außer, was heißt, also sagen wir mal, für YouTube haben sie keinen Nutzen davon, weil die Locations, die ich alle vorgeschlagen habe, haben sie auch, ne? Eine wollten wir sowieso zusammen rocken, weil die super gefährlich war. Gestern haben wir gemeistert, geil, schöne Location, wird ein cooles Video. Und sie sind nicht zu mir gekommen oder so, weil ich die Adressen habe, gar nicht. Nein, sie sind zu mir gekommen und das finde ich so schön an den beiden, weil wir einfach Spaß dran haben, zusammen unterwegs zu sein. Ja, Leute, dementsprechend endet hier an der Stelle das Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne noch einen Kommentar da. Schreibt weiter unten einen Kommentar, genau, und noch ein Like da lassen, so rum. Und schaut mal vielleicht bei ihm noch vorbei. Der macht auch ein bisschen Lost Place Inhalte. Und dann sehen wir uns bald zur nächsten Tour wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.